Ich bin heute in Sinzig unterwegs, genauer gesagt in Sinzig-Bad Bodendorf. Hinter mir fließt die Ahr, die auch hier in dieser Stadt sehr, sehr viel zerstört hat. Ich treffe mich heute mit Technikkollegen, die mir zeigen wollen, wie sie proaktiv in die Häuser gehen und ohne Vorankündigung die Menschen besuchen, um dort in den Häusern zu schauen, wie sie die Kundenanschlüsse wieder funktionsfähig kriegen. Alexander, was macht ihr heute hier in Sinzig genau? Wir haben mit unserer Taskforce Ermittlungen angestellt, wie die Lage hier vor Ort ist. Das heißt, wir haben mit Experten in die Leitungen reingemessen, geguckt, haben gesehen, dass Kunden teilweise schon online sind, dass hier noch eine Infrastruktur ist, die Potenzial hat, vielen Kunden zu helfen, und gehen hier mit unseren Technikern von Haus zu Haus und versuchen, unsere Kunden wieder online zu bekommen. Ihr handelt ohne Kundenauftrag, habe ich das richtig verstanden? Richtig, wir arbeiten proaktiv und wir wollen unseren Kunden an der Stelle helfen, wollen nicht darauf warten und unseren Kunden den Weg abnehmen, erst eine Störung einstellen lassen zu müssen, anzurufen in der schwierigen Lage. Wir gehen deswegen proaktiv auf unsere Kunden zu und fragen sie, ob sie Hilfe benötigen, und helfen da so pragmatisch wie möglich. Wie reagieren die Kunden? Überwiegend natürlich positiv. Sie freuen sich über eine schnelle Hilfe. Es gibt allerdings auch Kunden, die eine leichte Verunsicherung haben. Unsere Techniker sind deswegen angewiesen, Arbeitskleidung zu tragen, die auch dementsprechend gelabelt ist, ihre Firmenausweise mit sich zu führen und ein Dokument, was sie berechtigt, in den betroffenen Gebieten zu helfen. Also auch hier haben wir eine Sicherheit für unsere Kunden. Wichtig für unsere Kunden ist es auch zu wissen, wir gehen nicht in Inkasso, das heißt, wir machen keine Verträge in dem Moment, wir tun keine Kunden abkassieren in irgendeiner Form über Bargeld, sondern wir reparieren in erster Stelle nur und bringen unsere Kunden wieder ans Netz. Ganz wichtig ist, wir gehen auch in Straßenzüge, die nicht direkt vom Hochwasser betroffen waren. Grund hierfür ist, dass die Trassenführung unter Umständen in Mitleidenschaft gezogen würde. Dass zum Beispiel ein Straßenverteiler mechanisch beschädigt wurde oder voll Wasser oder Schlamm gelaufen ist, muss dann dementsprechend gereinigt und instand gesetzt werden, dass der Kundenanschluss dann wieder funktionsfähig ist. Um hier sicher zu gehen, gehen wir da auch in Häuser, die nicht direkt von dem Wasser betroffen waren. Zwei der Techniker, die im Katastrophengebiet unterwegs für uns sind Niklas und Daniel. Sie begleite ich heute in Bad Bodendorf. Daniel, wie ist die Vorgehensweise jetzt? Geht es direkt in die Häuser? Nee, es geht nicht direkt in die Häuser. Wir machen hier eine proaktive Listenabarbeitung. Das heißt was? Das heißt, wir bekommen erstmal große Listen der eventuell gestörten Gebiete, die wir dann chronologisch abarbeiten. Wir fangen im Regelfall bei uns eine Vermittlungsstelle an, je nachdem, wo der Kunde wohnt. Gegebenenfalls auch dann im Multifunktionsgehäuse, also sprich am Straßenverteiler, und messen uns dann die Leitung erstmal bis zum Kunden ein, um überhaupt erstmal zu dokumentieren, ob die Leitungen funktionsfähig sind oder nicht. Wenn die Leitungen nicht funktionsfähig sind, versuchen wir natürlich dann direkt auch zu gucken, woran es liegt, und gegebenenfalls, wenn es in unserer Macht steht, das auch direkt zu entstören. Also ihr messt euch von der Vermittlungsstelle dann über den Straßenverteiler durch bis zum Kunden und geht dann zum Kunden ins Haus und checkt auch da nochmal, wie ihr helfen könnt. Richtig. Und was zu tun ist. Genau, da gibt es zwei Fälle. Einmal, dass der Kunde halt selber im betroffenen Gebiet lebt, wo wir dann gegebenenfalls auch direkt schon nachhelfen können, Telefondose wechseln, Router tauschen, was man so machen kann. Oder es gibt auch die Fälle, gerade bei der proaktiven Entstörung, dass schon alles läuft, was natürlich dann umso besser ist, aber dann können wir es dokumentieren. Und wir kommen halt nicht in den Fall, dass der Kunde sich bei uns melden muss, sondern wir gehen, wie gesagt, zum Kunden und messen dann proaktiv die gestörten Gebiete ein. Niklas, nochmal nachgefragt, wie könnt ihr denn konkret helfen vor Ort? Ja, konkret vor Ort helfen tun wir. Wir messen von dem Straßenverteiler, wie der Daniel gesagt hat, bis zum Kunden. Wir machen das in der Regel zu zweit. Ein Kollege am Straßenverteiler, einer an dem Hausanschlusspunkt, meistens im Keller. Dann messen wir bis dahin, ob die Leitung in Ordnung ist. Wenn die Leitung bis dahin in Ordnung ist, das wäre der Fall, wo wir dann Richtung Kunde, sprich Richtung Telefondose im Haus weitermessen können. Und da versuchen wir natürlich sofort eine Alternative zu schaffen, entweder die Leitung im Haus wieder instand zu setzen, inklusive Telefondose bis zum Router zu messen, oder eben den Router auszutauschen, wenn er da ein Problem hat. Das habt ihr alles dabei, wenn was kaputt ist? Das haben wir in der Regel alles dabei.
Das haben wir auf dem Auto, nehmen es mit zum Kunden und nehmen es da dann auch im Betrieb, sodass der Kunde im besten Fall an dem Tag auch wieder das Internet nutzen kann. Daniel und Niklas haben mir erzählt, dass sie hoffen, wie in den Tagen bisher rund 25, 30 Kunden wieder online bringen zu können. Und damit das funktioniert und ich sie nicht störe, mache ich mich jetzt hier vom Acker.